nicht eingepackt habe, sind Schuhe. Das Zelt ist von Aldi und über 15 Jahre alt. Ist auch nicht wirklich legal. Ja, nee, hier, schleich dich. Erst 1938 wurde Pasing Stadtteil von München. Ist das herrlich. Der Campingplatz ist so restlos ausgebucht. Vor mir liegen 9 Tage Slowenien. Ich bin schon oft auf anderen Touren durch das Land gefahren, aber habe noch nie eine Tour nur in Slowenien verbracht. Das Ziel ist, von der nordwestlichsten Ecke im Dreiländereck bis in den Osten zu fahren. Es ist meine erste größere Tour alleine. Außerdem nehme ich diesmal auch Kram zum Campen mit. Das Zelt ist von Aldi und über 15 Jahre alt. Es ist August und was soll schon passieren, für das große Mengen Imprägnierspray nicht ausreichen würden. Gerade mal 3 Meter gefahren und schon voller Möhre durchgeschwitzt. Ich habe mir hier noch bei Freunden noch einen Gaskocher abgeholt, den habe ich gerade noch verpackt, damit man beim Camping vielleicht auch was kochen kann. Wäre vielleicht ganz nice. Und jetzt muss ich mich beeilen, denn ich habe spontan ein Hotel in München gebucht, weil ich noch einen Kumpel besuchen kann. Und die Freunde fliegen aber bald in Urlaub und deswegen geht das nur noch heute. Ja, wird jetzt ein heißer Ritt, ne? So, los geht's. 600 Kilometer, glatt. Es wird nochmal ein spannender Ritt jetzt. Aber Autobahn fahren ist ja das Entspannte, dass man sich nicht so viel konzentrieren muss. Willkommen auf der A2. Ich fahre heute mal mit Waze anstatt mit Google Maps. Das gehört ja zum gleichen Konzern. Aber Waze war einfach optimistischer, was die Ankunftszeit anging. Deswegen hoffe ich einfach, dass Waze jetzt recht hat. Ja, geil. Direkt Stau. Aber es sind nur noch 400 Meter bis zur Verengung. Also lange ist es nicht. Ich muss bei sowas immer dem Drang widerstehen, hier einfach durch die so schön geformte Rettungsgasse zu ballern. Es ist mit den Koffern und dem breiten Moped allerdings eher nicht so cool. Bloß in Deutschland rechnet damit niemand. Und es ist jetzt auch nicht wirklich legal. Total Energie. Let's go there. Ach, schön, und ein bisschen Schatten. Der Schatten hält zwar nicht lange, aber es reicht für eine Brotzeit und etwas Smalltalk an der Zapfsäule. So, weiter geht's. Voll getankt. Immer noch. Sonne berät immer noch erbarmungslos. Später soll es noch Gewitter geben. Irgendwo bei München. Mal schauen, ob die mich erwischen oder ob das sich gerade ausgeht. Jetzt Teil des Rainer Jumbo Teams. Geil. Also wer von euch noch nach einer neuen Karriere sucht, Rainer Jumbo sucht auf jeden Fall Team, Leute. Das Schöne ist, wenn man ja so richtig durchgeschwitzt ist, so richtig nass geschwitzt, dann kühlt der Fahrtwind auf einmal wieder. Und willkommen in Bayern! Wuhu! Die Voraussage hat leider nicht gelogen. Die Temperaturen sind zumindest auf ein etwas erträglicheres Maß gefallen.
Da vorne sieht man jetzt schon den Regen runterkommen. Ist ja nur die Frage, ob es einen erwischt oder nicht. Letzter Stopp vor München. Es gab noch mal ein bisschen Kraftstoff für Fahrer und Maschine. Leider sieht es so aus, dass ich um eine Dusche nicht so richtig wegkomme. In München soll es richtig nice sein, aber hier werde ich jetzt wahrscheinlich auf jeden Fall mal einmal kurz reinfahren. Ampeln an Ampeln. Das habe ich nicht vermisst. Ich habe in München früher sehr zentral gewohnt. Und jetzt fahren wir hier nach Pasing, ganz im Westen. Fährt man immer erst einmal so in München rum und dann im Westen rein. Das wirkt fast wie ein Dorf. Ich bin hier in der Seipels Parkhotel in Pasing und ich meine, das ist total mega. Ich zahle hier für Münchner Verhältnisse, ich zahle hier 67 € für die Nacht mit Frühstück für München. Sowas ist eigentlich, keine Ahnung, kriegt man sonst nicht. Dafür ist das Hotel aber ein bisschen witzig. Es ist halt so ein bisschen, klar, das Bad sieht aus wie in die Jahre gekommen, okay. Und dann kriegt man immer hier sowas. Ich würde sagen, das ist so, keine Ahnung, war mal fancy retro-schick, aber ich finde es einfach mega geil mit so einem geilen, alten, aufgearbeiteten Schrank und so einem, keine Ahnung, einem Safe von Dr. Heindl, wahrscheinlich einer Firma, die nicht mehr existiert, und so Bettgestelle in grün ist es mega. Ich finde es einfach geil. Sogar ein Balkon für 67 € München, genial. Ich habe allen möglichen Scheiß eingepackt. Ich habe Campingkram, wo ich bestimmt auch ein paar Kleinigkeiten vergessen habe, weil man das nicht so oft macht. Und Bücher und habe noch den Koch abgeholt und habe jetzt festgestellt, dass ich nicht eingepackt habe, sind Schuhe. Also ich habe Flipflops. Okay, das ist schon mal besser als nichts. Aber zumindest ein ordentliches Paar Schuhe sollte ich mir dann vielleicht doch noch besorgen. So, jetzt geht es weiter ins Richtung Dreiländereck Slowenien, Italien, Österreich. Ich weiß noch nicht, ob ich über die Großglockner Hochalpenstraße fahre. Das Wetter ist eher noch so durchwachsen und das letzte Mal, als ich da war, habe ich 36 € für eine Regenfront bezahlt. Da fahre ich nur noch, wenn es wirklich Traumwetter ist. Aber jetzt muss ich erstmal Schuhe kaufen. Ach, die Pasinger Innenstadt hier ist aber echt nett. Hätte ich irgendwie nicht so gedacht. Das sieht doch hier gut aus. Wenn diese Roller nicht so ultra scheiße parken würden, könnte man sich da auch noch richtig gut hinstellen. Aber dann stellen wir uns halt eben genauso scheiße hin. Nachdem ich mir in den Pasinger Arkaden noch neue Schuhe gekauft habe, frühstücke ich noch mit Freunden am Pasinger Viktualienmarkt. Erst 1938 wurde Pasing Stadtteil von München. Der Markt ist klein, beschaulich und bietet trotzdem alles, was auch sein großer Bruder in München zu bieten hat. Ich decke mich noch mit Wurst und Käse ein, bevor ich meine Reise fortsetze. So, mal wieder später losgekommen als gedacht. Aber trotzdem, Punkt 12. Dick Mittagessen ist eingekauft. Das Abendessen fehlt noch eine Idee, weiß ich noch nicht. Aber jetzt geht es erstmal auf die Autobahn Richtung Salzburg. Und dann weiter Bundesstraße. Gucken, ob ich es bis Hermagor schaffe. Ich habe mir jetzt einen Campingplatz rausgesucht.
Quälend langsam geht es durch die Münchner Stadt auf die andere Seite zur A8. Durch mein Schuhfiasko und das zweite Frühstück wird es langsam immer später. Kurz vor der österreichischen Grenze halte ich zum Mittag. Hier treffe ich noch 2 Biker aus dem Ruhrgebiet, die heute noch bis nach Essen ballern wollen. Ich habe mich jetzt doch durchgerungen und habe mir doch noch eine Vignette gekauft. 4,60 €, 10 Tage. Der Regen holt mich langsam ein und deswegen habe ich jetzt einfach keinen Bock mehr, da jetzt auch noch 4 Stunden vielleicht durch den Regen zu fahren. Also haben wir jetzt mal verkürzt auf 2, dann sollte das hoffentlich ganz entspannt weitergehen. Ab morgen wird dann landschaftlich schön gefahren. Ich weiß nicht, ob man es so geil im Rückspiegel sehen kann, aber das ist so ein bisschen der Grund dafür, dass ich mir jetzt eine Vignette gekauft habe. 2 Tage Autobahn. So ist es. Da muss man durch. Aber morgen wird es dann dafür umso schöner. Oh, das ist schon immer echt gigantisch hier. Also, aber fürs Erste willkommen in Österreich. Let's go. Ich habe mir jetzt eine Vignette gekauft, weil ich einfach keinen Bock hatte, so lange zu fahren und noch so lange unterwegs zu sein. Aber ich hätte auch gar keine Chance gehabt, weil hier steht ja A10, also hier siehst du überall A10-Ausfahrten gesperrt, außer Ziele in Österreich. Ich hatte das schon mal irgendwo gelesen, ja, habe ich das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt oder überhaupt nicht drüber nachgedacht. Dass die Österreicher ja an vielen Stellen die Ortsdurchfahrten hier, da, ausgenommen ÖC-Verkehr in Österreich, die Ortsdurchfahrten dicht machen. Außer man hat halt da irgendeine Buchung. Also man will genau da jetzt hier, wenn ich jetzt nach Kuchel irgendwo hier grob in der Gegend hier abfahren will, dann darf ich da rausfahren. Aber wenn ich da rausfahre und will da einfach nur durchs Nord fahren und nicht auf der Autobahn fahren, dann erwischt werde, dann sieht das schnell ganz anders aus. Und deswegen sieht man ja auch hier links ständig staut sich das hier auf der Autobahn. Das ist jetzt bestimmt der 3. oder 4. oder 5. Stau, den ich jetzt schon sehe. Also der ganze Rückreiseverkehr, der darf hier überhaupt nicht auf irgendwelche Bundesstraßen ausweichen. Das ist natürlich... Ich kann es verstehen, aber es ist natürlich schon Kacke für die Leute, die da jetzt hängen. Hier, A10 Ausfahrten gesperrt, außer Ziele in Österreich. Also habe ich jetzt quasi Doppelglück gehabt. Dass ich jetzt nicht auch noch in so eine blöde Kontrolle geraten wäre. Obwohl ich ja jetzt ein Ziel in Österreich habe. Aber es ist natürlich noch 164 Kilometer entfernt. Ich weiß nicht, inwiefern sie sich damit da angestellt hätten. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie gesagt hätten, ja, nee, hier, schleich dich, Autobahn, hopp, hopp. Aber ich meine, je nach Süden ist es jetzt ja auch mega entspannt. Also hier kann man ja auch ganz gut fahren. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es auf der A10 jetzt noch irgendwelche Sondermautgeschichten gibt. Irgendwelche Brücken oder Tunnel oder so. Ich weiß, nach Ljubljana, wenn man von Ljubljana zurückfährt, dann gibt es sogar 1 oder 2, wo man immer nochmal extra zur Kasse gebeten wird, aber jetzt hier auf dieser A10, das wird sich noch zeigen. Trotzdem, Autobahnfahren in Österreich, bei dem Verkehr, ganz entspannt, in dem Bergpanorama, auch wenn das Wetter jetzt nicht ultra gut ist, es ist trocken, es ist warm, es ist absolut traumhaft. Es ist einfach schön. Es ist richtig schönes, entspanntes Fahren. Auf der Autobahn höre ich gerne Hörbücher. Leider gibt dann irgendwann der Akku vom Intercom auf. Ich habe allerdings vorgesorgt und kann dank USB-Steckdose und langem Kabel das Headset auch am Motorrad laden. Ach, ist das schön. Jetzt kriegt man doch tatsächlich noch ein bisschen
schöne Strässchen hier zu sehen. Nach so viel Autobahn kann man jetzt tatsächlich einfach noch ein bisschen Motorrad fahren. Da war ich gar nicht richtig drauf vorbereitet, ne? Fährt man hier ab, bam, war ich geile kurvige Strecke vor der Nase. Hätte ich so nicht gedacht. Falls ich denn da noch ein Plätzchen kriege auf dem Campingplatz, falls ich denn noch ein Plätzchen will. Ich weiß nicht, ob das bei dem Regen so schlau ist, aber da, wo wir hinfahren, scheint es ja besser zu sein. Höhe. Zumindest einmal gucken müssen wir, ne? Da biegst du ab. Oh, es geht hier schon ganz schön steil runter. Dass jetzt die vielen Stunden Autobahn dann doch an der Konzentration genagt haben. Aber das wird morgen ganz anders aussehen. Boah, ist das ein Ausblick hier rüber auf das Massiv. Das ist ja ein Träumchen. Das herrlich. Direkt hinter der Autobahn wird man dann schon mit genialer Landschaft und kurvigen Straßen belohnt. Am späten Nachmittag erreiche ich meinen Campingplatz bei Hermagor. Also das war schon mal nichts. Der Campingplatz ist so restlos ausgebucht, dass sie nicht mal mehr irgendwo irgendeinen Stellplatz haben. Oder eine Parzelle oder irgendwas. Nur noch Übernachterplätze, also wo du dich einfach nur hinstellen kannst, damit du eine Runde pennen kannst. Da hinten, aber da kriegst du keine Dusche, kein gar nichts. Aber dann, das Gute ist ja, hier ist ja gleich der nächste Campingplatz und da oben waren auch noch zwei. Schon auf dem zweiten Campingplatz gibt es ein Plätzchen für mich. Es wird langsam Abend und die Supermärkte sind nicht ewig geöffnet. Beeile mich also mit dem Aufbau. Immerhin bin ich nicht der einzige Biker unter den ganzen Familien. Die ersten Hürden sind geschafft. Das etwas rudimentäre Zelt steht. Ich musste mich saumäßig beeilen, weil es dann irgendwann spät wurde und ich noch einkaufen musste. Und dafür habe ich jetzt einen fetten Einkauf. Das ist noch ein Motorrad. Aber so wie das Wetter aussieht, sieht man es da so ganz gut. Da sieht man es vielleicht. Kann das gleich noch so richtig Weltuntergang geben. Deswegen muss ich jetzt überlegen, ob ich jetzt schnell was koche. Ich glaube, das ist das Beste. Ich lasse also Isomatte und Schlafsack noch an den Motorradkoffern und mache mich daran, ordentlich Kohlenhydrate zu kochen. Der Campingplatz hier kostet übrigens nur 20 €. Dann baue ich das Zelt auf und denke mir, guckst auf den Regenradar, da wird schon nichts passieren. Du bist den ganzen Tag trocken geblieben, alles mega. Ich musste auch gar nicht so toll aufbauen oder die Spanngurte oder sowas. Ich hoffe, das ist jetzt alles noch trocken. Aber es knallert hier in einer dermaßen Art runter. Ich esse jetzt hier. Aber ey, das kommt hier runter. Das war Teil 1 von Slowenien.
Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einfach ein Abo da. Das würde sehr helfen.